Gut, also ich erzähle euch etwas über meine Herausforderungen, die ich habe in meiner Klasse. Und das ist die Herausforderung Multikulturalität. Es ist ja schon heute so, dass 25% der Kinder, die in Schweizer Schulen gehen, sprechen nicht die Ortssprache zu Hause. Bei mir sind es jetzt aber 80%. Und das bringt bestimmte Herausforderungen, weil unsere Schulen auch immer internationaler werden. Also mehr als ein Viertel aller Schulkinder in der Schweiz haben keinen Schweizer Pass und sprechen zu Hause eine andere Sprache. Und in manchen Schulen, so wie jetzt dort, wo ich unterrichte, sind die Schweizer Kinder bereits in der Minderheit. Und wie geht man mit dem um? Was macht man damit? Ich bin überzeugt davon, dass man mit Technologie und Verständnis für die verschiedenen Kulturen da weiterkommt. Und diese Vielfalt an Kulturen als Stärke dann nutzen kann. Das ist meine Klasse. Wir haben 16 Nationen da. Man sieht es auch im Bild aus verschiedenen Teilen der Welt. Jetzt, wie mache ich das? Zum Teil machen wir eigene Lehrmittel, weil wir gemerkt haben, die Lehrmittel, die es halt gibt, die vorgegeben sind, die sind manchmal zu kompliziert oder die Schülerinnen und Schüler finden den Zugang nicht, der Wortschatz ist zu groß und so weiter. Deshalb haben wir jetzt da 2 Bücher selber entwickelt. Die 30 häufigsten Verben auf Deutsch. Ich gebe 5., 6. Klasse Schule. Bei mir müssen die Kinder nicht 100 Verben können, aber wenigstens die 30 wichtigsten richtig schreiben und konjugieren können. Diese beiden Bücher gibt es auch auf Amazon. Das eine ist eben für deutsche Verben und das andere für französische. Dann, das ist aber noch mal ganz analog, also Bücher sind jetzt nicht besonders digital, aber Sie sehen, dort haben wir mit Online-Übungen, da bin ich dran, eben eine eigene App zu entwickeln, die bei mir im Workshop waren. Vorhin haben Sie ein bisschen kennenlernen können. Dann kommen wir zum digitalen Teil. Ganz wichtig für uns ist das Klassennetzwerk. Bei uns ist es so, dass viele Eltern, die haben gar keine E-Mail-Adresse mehr, die haben nur noch ein Handy. Und da kann ich so viele E-Mails schicken, wie ich will, aber die kommen nie an. Deshalb haben wir so ein sogenanntes Klassennetzwerk. Das ist so ein privates, soziales Netzwerk, das ist Open Source, HumHub heißt das, das kann man sich aus dem Internet herunterladen und auf einem Server installieren. Dort tue ich eben alle Termine posten, alle Prüfungen, alle Lernziele und so weiter. Und dann können die Eltern auf ihren Handys zu Hause können das anschauen und die tun das auch. Also sehr ein niederschwelliges Angebot. Was sie einfach nicht dürfen, ist kommentieren. Das habe ich ihnen verboten. Wenn Sie was fragen wollen, können Sie mir eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht. Gut, und dann DidaQuiz, das ist eben eine Übungs-App, die wir im Moment am entwickeln sind und arbeiten auch oft mit Gamification, weil das die Kinder motiviert, dann diese Verben oder was es dann auch immer ist, zu lernen. Projekte sind für uns auch sehr wichtig. Vielleicht haben einige von euch gesehen, mein Wärmetauscher-Projekt gesehen, das man auch auf 20 Minuten, wo auch 20 Minuten darüber berichtet hat. Aber nicht alle Projekte werden dann so bekannt natürlich.
Aber wir haben zum Beispiel ein eigenes Buch gemacht. Da haben die Kinder aus ihrem Land, haben wir zwei Hauptpersonen erfunden. Das waren Vanessa und Bruno. Und die haben dann in diesem Land, wo die Kinder hergekommen sind, haben die dort ein Abenteuer erlebt. Und aus all diesen Geschichten haben wir dann ein Buch gemacht und zusammen mit den bildnerischen Gestalten haben sie dann noch Zeichnungen dazu gemacht. Das sind diese beiden Sachen da, das ist das Buch hier, das wir gemacht haben, und das ist der Bericht von 20 Minuten, der da in der Zeitung gekommen ist. Also, deshalb denke ich, Vielfalt ist an Schweizer Schulen keine Option, sondern es ist eine Notwendigkeit, weil wir haben es gehört, wenn wir es nicht schaffen, diese Kinder aus all diesen Kulturen, wo sie herkommen, zu integrieren hier und in die Gesellschaft einzubringen und einen Anschluss zu finden für die Berufswelt, dann haben wir hier Zustände, wie wir sie vielleicht aus unseren Nachbarländern kennen. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, Kriminalität und alles, was halt da dazugehört. Also wir müssen unbedingt diese Chance nutzen, diese Multikulturalität einen Gewinn daraus machen, sonst kennen wir die Folgen, die das haben könnte. Nur wenn wir diese Vielfalt nutzen, wird jeder Einzelne und das Land als Ganzes, unsere Schweiz als Ganzes, wird davon profitieren. Und auch unser demokratisches System braucht gemeinsame Ziele und Zusammenarbeit. Weil wenn wir es nicht schaffen, zu sagen, Demokratie löst die Probleme eben besser als irgendein autokratisches Land, wenn wir das nicht schaffen, dann sagen die Kinder, ja, Demokratie, weshalb? Ist nur mühsam, es dauert alles viel länger. Aber das müssen wir weiterbringen. Und wenn wir es schaffen, diese verschiedenen Kulturen dafür zu begeistern, dann können wir als Land und als Gesellschaft profitieren. Das war's. Vielen Dank.